Wie die Zeit doch vergeht, den Anycubic i3 Mega besitze ich nun seit 15 Monaten, in denen er als mein Standarddrucker ständig im Einsatz war. In welchem Zustand er sich befindet, was alles repariert werden musste, welche unterschiedlichen Versionen es mittlerweile von ihm gibt, all das erfährst du jetzt. Meinen Drucker habe ich im November 2017 gekauft. Wie bei allen Anycubic Mega beträgt das Druckvolumen 210 x 210 x 205 mm. Seit dem Kauf hat er mehr als 2000 Stunden gedruckt, wobei ich meist mit maximal 50 mm pro Sekunde Druck und 120 mm pro Sekunde Bewegungsgeschwindigkeit gedruckt habe, denn man will zwar ans Ziel kommen, aber auch mit Stil und ohne dass der Drucker überfordert wird. Das Projekt mit der längsten Druckdauer war wohl meine CNC-Fräse, mit ungefähr 270 Stunden Druckzeit, das waren fast 2 Wochen im Dauereinsatz. Mittlerweile gab es schon verschiedene Varianten des Anycubic Mega. Die Unterschiede sind gering, aber leicht zu erkennen, wenn man weiß, worauf man achten soll. Offiziell gab es schon 5 Versionen des Anycubic i3 Mega. Für mich sind aber die Versionen 00 bis einschließlich 02, die kaum gebraucht zu finden sind und seit Jahren nicht mehr produziert werden, uninteressant. Den klassischen Anycubic i3 Mega mit der Ultra Base gibt es in 2 Versionen. Mein Drucker gehört zur Version 03. Gut zu erkennen an den messingfarbenen Stellschrauben des Heizbetts. Bei der späteren 04er Version wurden diese Schrauben durch größere Stellschrauben mit schwarzem Plastik zur besseren Handhabung ersetzt. Bei der 03er Version sind die Steppermotortreiber auf der Hauptplatine gesockelt. Bei der neueren 04er Version sind diese mit der Platine verlötet worden. Beide Versionen gibt es noch zu kaufen. Im Menü ist dies an den unterschiedlichen Firmware-Versionen zu erkennen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einer Diskussion auf Thingiverse, wo alle Unterschiede der unterschiedlichen Versionen aufgeführt sind. Vor kurzem wurde der Anycubic Mega S vorgestellt. Dieser soll eine Weiterentwicklung des Anycubic i3 Mega darstellen. Die Unterschiede bestehen aber im Wesentlichen aus der Namensänderung, einem Rollenhalter, der an der Seite des Rahmens montiert wird, einer veränderten Position und Befestigung des Filamentsensors, damit dieser sich nicht während des Drucks ständig löst, und eine Druckfortsetzung nach Stromverlust. Die entscheidende Neuerung für mich ist die Überarbeitung des Extruders. Dieser erlaubt es nun, die Filamentspannung zu regulieren und ist für die Verwendung von flexiblem Filament optimiert worden. Erwartungsgemäß kostet der ganze Spaß nun mehr. Sofern aber das mit dem flexiblen Filament klappt, ist er wohl der perfekte Allround-Einsteigerdrucker, zumindest auf dem Papier. Ich konnte ihn aber noch nicht testen und Papier ist ja bekanntlich geduldig. Die Reparaturen beschränkten sich im Wesentlichen auf 4 Hauptdefekte. Nach einem Dreivierteljahr verweigerte das Netzteil seinen Dienst, wobei der NTC-Widerstand zerstört wurde. Damals erhielt ich vom Support keine Antwort zu möglichen Ursachen und tauschte es einfach auf. Auf eBay sind solche 12 Volt 25 Ampere Netzteile für 20 bis 25 Euro zu finden. Die originalen Netzteile haben temperaturgesteuerte Lüfter, die erst ab 40 Grad anspringen. Kleine Warnung, die meisten Netzteile auf eBay haben diese Sensoren nicht. Je nach Druckstandort solltet ihr vor dem Kauf das abklären. Wer will schon einen Drucker mit surrendem Lüfter im Wohnbereich haben, wenn der Druck eigentlich schon seit Stunden beendet ist? Seitdem funktioniert aber alles wieder wie gewohnt. Der Austausch selbst ist in 5 Minuten erledigt, nur die Kabel und die 4 Schrauben müssen gelöst werden und wieder befestigt werden. Wie in meinem Review-Video schon angedeutet, sind die Lager ein Schwachpunkt. Bei den Lagern handelt es sich um Standard LM8UU aus chinesischer Qualität, die man für 1 bis 2 Euro pro Stück erwerben kann. Insgesamt hat der Drucker 5 Lager verbaut. Normalerweise reicht es dafür zu sorgen, dass die Lager ausreichend gefettet sind. Doch nach einem Dreivierteljahr im Betrieb fingen meine an lauter zu werden, deshalb habe ich alle 5 Lager komplett ausgebaut, was eine Arbeit von ungefähr einer Stunde ist. Mit WD-40 gespült, gesäubert und anschließend wieder neu geölt. Jetzt funktionieren die wieder zufriedenstellend. Die Anleitung enthält leider keine Wartungshinweise, deshalb hier meine Empfehlung. Lager sollten immer gut geölt und sauber sein, spätestens alle 2 Wochen Linearwellen säubern, alle 2 bis 4 Monate oder bei störenden Geräuschen komplett säubern und neu fetten. Wer es braucht oder Geld zu viel hat, kann sich auch neue günstige Lager aus China oder hochwertigere Lager, zum Beispiel von Dalton Mechatronic, kaufen. Diese kosten aber meist um 5 Euro pro Stück. Schreibt doch mal in die Kommentare eure Erfahrungen zu den Lagern oder wie ihr euren Drucker immer wartet. Danach standen bei mir die Zahnriemen im Fokus. Die Zahnriemen stehen ständig unter Spannung und weiten sich deshalb mit der Zeit. Aber dafür gibt es ja Zahnriemenspanner. So haben sie immer die optimale Spannung und unschöne Layer-Shifts mit der verbundenen Frustration und entgleisenden Gesichtsausdrücken, da das immer nur bei langen Drucken vorzukommen scheint, werden vermieden. Und das alles für ein paar Euro. Eure Nerven und die Umwelt werden es euch danken.
Zum Schluss, nach etwas mehr als einem Jahr, hat sich die Heizbettbeschichtung verabschiedet. Die Haftung hat sich verschlechtert und die Reinigung mit Isopropanol reichte nicht mehr aus, um für ausreichend Grip zu sorgen. Jetzt hätte ich natürlich mit 220er Schleifpapier die Oberfläche leicht anrauen können, um für genug Haftung zu sorgen. Da sich bei mir aber die Beschichtung auch teilweise ablöste, obwohl die Druckhöhe korrekt eingestellt war, musste ein neues Druckbett her. Ich habe mich dazu entschieden, ein Komplettset zu bestellen, das nur minimal teurer ist als die rein beschichtete Glasplatte. Die Montage ist nur unwesentlich aufwendiger und ich habe mir das mühsame Glasplatte vom Aluminium lösen und anschließend Kleberückstände entfernen für kalte Wintertage aufgehoben. Da zwischenzeitlich der Extrudermotor das Filament nur noch unter Klackgeräuschen oder überhaupt nicht mehr gefördert hat, habe ich diesen goldenen Feeder montiert. Die Ursache für das Problem war aber eine Spannung der Steppertreiber. Solltet ihr wie ich diesen goldenen Ersatzfeeder kaufen, benötigt ihr längere Schrauben zum Befestigen des Extruders und des Feeders als die beiliegenden. Auf der Homepage von Anycubic werden die Drucker mit dem Slogan Precise, Reliable and Affordable beworben. Präzise ist er immer noch, sofern man alles anständig wartet, lassen sich immer noch Objekte in gleicher Qualität drucken. Zuverlässig ist er definitiv. Bei starker Benutzung sollten die Verschleißteile wie Heizbettbeschichtung, Zahnriemenspannung und Lager bzw. deren Fettung regelmäßig im Auge gehalten werden. Der Support hat sich verbessert und kann bei Problemen helfen, aber behaltet im Hinterkopf, dass die Garantie nur 3 Monate beträgt. Erschwinglich ist er definitiv. Um Weihnachten wurde er im offiziellen Anycubic eBay Online Shop als Neuware für um die 230 € angeboten. Auch nach all der Zeit kann ich weiterhin den Drucker nur empfehlen und mein Fazit aus dem Review-Video bestätigen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Für Druckideen und weitere Themen rund um 3D-Druck schaut mal auf meinem Kanal vorbei und lasst doch gerne ein Abo da. Bis bald!